Moin, ihr Landratten. Hier ist wieder Hamburg Hafen Live. Schön, dass ihr da seid. Mensch, die nächste Fregatte steht hier auf dem Besuchsplan. Letzte Woche war ja schon eine aus England da. Heute kommen die Holländer. Und ich dachte mir, ein bisschen Abwechslung muss sein. Wechselst du mal den Standort. Ich stehe heute hier bei den Musical-Theatern am Musical Boulevard, quasi direkt gegenüber von den Landungsbrücken und hier auch direkt gegenüber von, wollen wir mal gerade so ein bisschen besser ins Bild rücken, gegenüber von der Cap San Diego. Ja, und für wen mache ich das Ganze? Natürlich nur für Schwester Hansen, damit wir etwas besser und in Ruhe Männer in Uniform gucken können. Ja, die Idee ist natürlich einfach auch zu beobachten, wie sie festgemacht wird, wie die Fregatte hier gedreht wird und ja, etwas mehr Zeit mit dem Blick darauf zu haben. Vielleicht zur Cap San Diego mal ganz kurz. Da hatten wir gestern einen ganz tollen Termin. Da waren wir an Bord und haben uns da mit ein paar Leuten getroffen. Ja, Cap San Diego, könnt ihr euch darauf freuen, wird es in Zukunft den einen oder anderen Stream geben. Das war extrem positiv. Die haben Bock, wir haben Bock. Und Cap San Diego bietet ganz, ganz viele Möglichkeiten von Streams einfach so an Bord. Die Cap San Diego als Standort für Streams zu nehmen, aber auch ein bisschen behind the scenes in der Maschine bis hin zu Mitfahrten und. Ja, wir sind da noch ganz am Anfang. Das muss man jetzt natürlich erstmal alles ein bisschen ausbaldowern und so weiter. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass wir den Kontakt haben und dass das so positiv war. Also ich glaube, da ja, wird sich einiges tun. So, erstmal die zweite Kamera hier umdrehen. Ich glaube, einen kleinen Moment haben wir noch, bis die Fregatte kommt. Wir können jetzt nicht ganz so weit die Elbe runter gucken. Das heißt, wir sehen sie nicht schon sehr früh. Dafür habe ich aber dann die Hoffnung, dass wir sie hier umso detaillierter sehen, wenn sie dann hier gedreht und festgemacht wird. Ja, natürlich haben wir hier auch das schöne Panorama mit der Elbphilharmonie. Hier ist auch gerade ein kleines Containertaxi unterwegs. Fähren haben wir hier. Größere Schiffe eher selten. Wenn wir das Glück haben, dass hier vielleicht ein Autotransporter rein oder raus geht, den würde man hier also wirklich sehr, sehr dicht sehen. Ja, und dann irgendwann in naher Zukunft haben wir da hinten natürlich dann unser Kreuzfahrtterminal Hafen City. Dahinter gestern gerade eröffnet das Westfield, unser neuer Shopping-Tempel. Und ja, auch die berühmteste Bauruine Deutschlands. Der sogenannte kurze oder kleine Olaf. Hier ist natürlich extrem viel Betrieb mit Barkassen und das Licht steht gerade sehr schön. Also es war den ganzen Morgen nebelig hier in Hamburg und so langsam löst sich das auf und ihr seht, dass etwas Sonne rauskommt. Da im Hintergrund auch die Queen. Das ist ja der Schaufelraddampfer, wo das Schaufelrad tatsächlich noch für den Antrieb genutzt wird. Die Louisiana Star, die liegt an den Landungsbrücken. Da wissen wir ja, das ist eher für die Optik. Sieht gut aus, hat aber wenig praktischen Nutzen. Aber gut, ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Dinge von, die gut aussehen, aber nicht so den großen praktischen Nutzen haben. Hier auch ein Blick rüber zum Baumwall. Da im Hintergrund seht ihr das Feuerschiff und da fährt dann auch die U3 rein in die Station Baumwall. Gunnar, das Schiff wird also eigentlich jeden Moment, der Lotse ist an Bord. Lotse hatten sie Termin um 11:30 Uhr, das hat auch geklappt. Das Schiff müsste jetzt ja, so ungefähr Höhe Bubendeiufer sein. Das heißt, ich erwarte eigentlich, dass wir es hier vielleicht so in einer Viertelstunde vor der Kamera haben.
Der bringt wahrscheinlich Terminals einfach zu einem anderen, Container einfach zu einem anderen Terminal. Das sind ja diese Containerschuten hier, die wir auch Containertaxi nennen. Rigmas da im Hintergrund. Und wenn wir weiter rüber schwenken, dann sehen wir hier einmal im Hintergrund die tanzenden Türme. Da ist die Reeperbahn, Hotel Hafen Hamburg. Landungsbrücken hier mit dem Blockgebäude, das Atlantikhaus, Astra Tower. Weiter links das Empire Riverside. Hier ist dann auch der Anleger, wenn ihr mal zum Musical wollt. Da könnt ihr euch rüberbringen lassen mit einem Fähren-Shuttle, Landungsbrücken, Musical-Anleger. Das ist im Ticketpreis enthalten. Mike, ganz lieben Dank für 2,49 für Fischeis. Jawohl, und Annette Waser schickt auch Fischeis-Bonus 2 Euro. Vielen, vielen Dank. Und herzlich willkommen an Bord. The Driver, danke für dein Prime-Sub. Die Cap San Diego fährt übrigens auch zum Hafengeburtstag einige Touren. Also ich weiß ja, dass einige von euch auch bei uns Einlauf-Auslauf-Parade sind. Wenn ihr aber zum Beispiel Bock habt, am Samstag oder so mit der Cap San Diego zu fahren, ich glaube, da gibt es noch Tickets. Könnt ihr mal auf der Webseite gucken. Ich bin noch nie mitgefahren, also ich stelle mir das echt ziemlich cool vor, vor allem wenn man da an Bord ist. Das ist halt so ein richtiges Schiff. Also wir waren auch gestern im Maschinenraum, es ist halt, es erinnert mich dann doch irgendwie an die Containerschiffe, mit denen ich gefahren bin, nur dass die Technik halt deutlich älter ist. Es sind halt viel mehr Schalter, also richtige mechanische Schalter, sehr viel Kabel, die man so sieht. Es ist nicht so viel verkleidet und verbaut wie auf einem Containerschiff, aber es sind dann doch sehr, sehr viele Parallelen mit Hauptmaschine, Hilfsdiesel und so weiter. Also das ist schon echt toll und ich glaube, wenn man da mitfährt, kann man auch echt überall hin. Ich weiß es nicht ganz genau, die machen auch so Technikfahrten, nennen die das. Ich meine aber, es wäre immer relativ offen auf der Cap San Diego. Rea möchte wissen, was für Musicals laufen. Rea, natürlich läuft hier immer noch der König der Löwen hier drüben. Und seit einigen Monaten läuft hier ja auch das Michael Jackson Musical, also MJ heißt das einfach. Das sind die beiden, die hier drüben laufen. Ansonsten laufen natürlich in der Stadt noch viel, viel mehr andere Musicals. Die HNLMS Evertsen, die holländische Fregatte, ist jetzt gerade auf dem Elbtunnel. Das heißt, sie braucht noch einen kleinen Moment, bis sie hier ist. Hat eine Länge von 144 Metern und 174 Mann Besatzung stand in der Presse. Open Ship soll es auch geben, allerdings dann, ich glaube, morgen. Na. Kerstin sagt auch, Cap San Diego, sau cool. Ja, ich bin mal gespannt. Ich bin echt mal gespannt.
Der scheint ganz gut zu kämpfen hier gegen die Strömung mit seinen Containern. Da hinten auch Fairplay 94, das ist ja quasi da die alte Schlepperbrücke. Also da lagen früher immer die Schlepper, beziehungsweise heute liegen sie da auch noch. Aber da ist halt nicht so viel Platz. Ich glaube, da passen 3 Schlepper hin, vielleicht 4, wenn es hochkommt. Und deshalb wurde dann irgendwann das Ganze erweitert, beziehungsweise wurde dann die neue Schlepperbrücke in Neumühlen gebaut. Ja, auf Michel auch schon ein bisschen was los. Ja, auch mal einen Blick zur Elbphilharmonie werfen. Auch entspannt. Kostet ja keinen Eintritt. Die Besucherterrasse hat man auch einen sehr, sehr schönen Ausblick, vor allem auch bei Sonnenuntergang. Ach, die Wilhelmsburg ist auch unterwegs. Wo will die denn hin? Wahrscheinlich zum Anleger an der Elbphilharmonie. Oh, und ich sehe auch schon kleine orange Bötchen. Die Festmoker kommen wahrscheinlich schon für die Fregatte. Ich wollte gerade sagen für die Frikandel. Nein, es ist eine Fregatte, keine Frikandel. Gleich mit 2 Booten kommen sie an. Also es ist schon ein bisschen was los hier, aber natürlich wenig große Schiffe, wenn nicht gerade ein Autotransporter hier durchkommt. Und für die Jungs ist das natürlich der kürzeste Weg, hier mal eben mit dem Boot rüber zu schippern. Wenn die sich ins Auto setzen würden und von ihrer Station zur Überseebrücke fahren würden, da wären sie wahrscheinlich eine halbe Ewigkeit unterwegs im Vergleich
zu den Festmacherbooten, den Mooring Tugs. So, unser neuer Lotse 3 kommt auch. Ich schwenk mal rüber. Haben bestimmt auch noch nicht viele von euch gesehen. Das ist unser neues Lotsenboot. Hamburg Pilot 3. Ist da auch irgendwie Kamerateam hinten an Bord? Ja, sieht so aus, ne? Polizei auch im Anmarsch. Ja, da kann es eigentlich jeden Moment losgehen. So wahnsinnig lange wird das nicht mehr dauern. Hey, da kommt auch ein Fairplay-Schlepper. Fischmarkt? Ja, dann ist sie in ein paar Minuten hier. Die 95. Oh. So. Mann, diese Dalben hier, die ziehen irgendwie den Autofokus immer magisch an. Ja, Polizei ist auch da, alle versammelt für das Empfangskomitee. Ja, wenn jetzt natürlich hier Fairplay 95 und 96 ankommen, das kann, ich weiß gar nicht, also die werden ja die Fregatte nicht so spät hier erst in Empfang nehmen, oder doch? Naja, auf jeden Fall kommt sie da. Leute, geht los. Da im Hintergrund. Ja, vielleicht doch. Vielleicht nehmen sie die doch erst so spät hier in Empfang. Oder die haben noch einen anderen Job. Da ist sie, die HNLMS Evertson. 144 Meter lang. Und im Hintergrund geht noch ein Beluga runter. Leute, guck mal, wie wir heute hier beschenkt werden, bildmäßig. Schnell mal ein Foto davon machen. Moin. Ja, vielleicht haben die auch gesagt, dass die Fregatte versuchen möchte, selber zu drehen, dass sie die Schlepper gar nicht festmachen. Dass sie einfach gesagt haben, komm, wir assistieren ein bisschen, denn Leinen sind nicht dran. So, wo sind denn die Männer in Uniform für Schwester Hansen?
Ja, es kann natürlich sein, dass der Großteil der Crew auf der anderen Seite steht, weil die sich auch ein bisschen Hamburg angucken wollen. Ah, guck mal, jetzt fahren die Schlepper mit. Ja, ich glaube, es war ganz gut, hier den Standort heute mal zu wählen und das alles so ein bisschen mehr im Detail anzugucken. Geht das so? Ja, ja, alles gut, klar. Nö, alles gut. Nein, nein, nein. Hier ist pure Entspannung. Tolles Bild von der Elbphilharmonie, oder? Da eskaliere ich ja hier noch mit der Fotomaschine. Ja, der letzte hatte hier gewirkt. Ja, Das war Für welches Medium sind Sie tätig? Hamburg Hafen Live. Ah, alles Auf klar. YouTube und auf Twitch. Super, wunderbar. Ich hatte mit Ihrem, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, Ihr Kollege Norbert Schramm. Mit dem hatte ich schon ein paar Mal Kontakt. Er ist gestern Abend bei uns gewesen. Ah, okay. Er ist ja auch Reservist. Der macht auch viel Fotos, ne, für die Bundeswehr. Genau. Ja, es sind ein paar Fotografen hier, unter anderem auch jemand von der Bundeswehr, falls ihr euch wundert, mit wem ich gerade am Quatschen bin. Ja, die fahren jetzt erstmal zum Cruise Gate da hinten und wollen wahrscheinlich in das neue Shopping Center. Erstanlauf, Cruise Gate, Hafen City von einer Fregatte und 174 niederländische Soldaten und Soldatinnen stürmen das Westfield Shopping Center. Gestern eröffnet. überfallen den Laden wie Tulpenladen. Ja. Ja, das hat sich doch jetzt gelohnt, hier hinzustellen. Also da muss ich sagen, das war eine ganz gute Entscheidung. Susi, ja klar, die haben auch einen Lotsen an Bord, also einen Hafenlotsen jetzt.
Ob der Elblotse noch an Bord geblieben ist oder ob der vielleicht schon abgestiegen ist, das kann ich dir nicht sagen. Aber in Finkenwerder, also in der Nähe von Airbus, ist ja immer der Wechsel. Und meistens gehen die Elblotsen da dann von Bord. Manchmal bleiben sie aber auch noch mit drauf. Die Dampfpfeife im Hintergrund, das war die Louisiana Star. Das ist der andere Schaufelraddampfer hier von der Firma Abicht. Und im Hintergrund, ja, ich muss es gar nicht sagen, ihr kennt das Baugerippe. Versuchen wir mal das Bild so aufzubauen, dass wir das Drama nicht mehr da drin haben. Hinten dieses schwarze, dieser schwarze Kasten, das ist, glaube ich, ein sogenannter Goalkeeper. Da müsst ihr mir mal helfen. Das ist, glaube ich, eine Anlage zur Verteidigung des Schiffes. Also im Prinzip, wenn es beschossen wird, aus diesem schwarzen Kasten werden da entsprechende Abwehrraketen oder Abwehrgeschosse rausgefeuert. Ich bin da kein Experte, ich hatte aber mal so ein bisschen den Wikipedia-Artikel überflogen. Und ich meine, das Ding nennt sich Goalkeeper, dieser schwarze Kasten. Was mit dem Elbtower jetzt genau ist, kann ich euch nicht sagen. In den letzten 2 Wochen war da mal wieder ein bisschen Quengelei in den Medien. Unser Edel-HSV-Fan Klaus-Michael Kühne hat sich auch mal wieder dazu geäußert, eher negativ. Er sieht das Ganze skeptisch, andere haben gesagt, nee, geht weiter. Also, ich glaube, wir werden das erst wissen, wenn sich da wieder ein Kran bewegt an der Baustelle. Ja, die machen jetzt doch vielleicht noch eine kleine Rundfahrt zur Bunthäuser Spitze oder so, obwohl spätestens an der Elbbrücke kriegen die ein Problem, die Jungs. Kennt sich da jemand mit aus mit diesen Militärschiffen? Ich glaube, die haben auch Torpedo-Abwurfanlagen und auch so Senkrechtstartanlagen. Moonlight fragt, wo wird die denn hingebracht? Das frage ich mich auch gerade. Eigentlich zur Überseebrücke. Ja, die fahren bis da hinten, da zum Drehkreis vor dem Ostwaldkai. Da geht es ja, da wo die jetzt ist, da geht es rechts ab in den Hansahafen, da wo auch das Hafenmuseum ist. Und das ist, da wo sie jetzt ist, das ist normalerweise so der Wendekreis, wo auch die Autotransporter drehen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sie so weit fahren, weil 144 Meter ist jetzt auch nicht so das Riesen-Mega-Ding. Andererseits, wenn sie vorne und hinten noch Schlepper dran haben, dann ist es ja auch nicht verkehrt, ein bisschen Luft zu haben. Ach, der Goalkeeper ist das Geschütz hinter dem schwarzen Kasten. Ah, okay. Alles klar. Und dann ist der schwarze Kasten wahrscheinlich das Radar, oder? Es wird deutlich zu wenig gehupt, wenn hier Schiffe ankommen.
Okay, ihr korrigiert, es ist ein Radar von mehreren. Die haben natürlich diese konventionellen Radare. Und dieses schwarze ist, glaube ich, irgendein spezielles. Ich weiß gar nicht, ob sie das auch drehen kann, dieser schwarze Kasten. Ja, cool, dass trotz der Mittagszeit hier auf dem Mittwoch dann doch so viele Zuschauer schon dabei sind. Freut mich total. Ist ja auch mal ein bisschen Abwechslung zu den ganzen Kreuzfahrten und Containerschiffen. Wobei Aida Perla ist ja auch schon wieder da. Die geht heute Abend raus. Der Gemüsekoch hilft etwas nach und schreibt, das ist ein Langstrecken-3D-Radar, das für Luft- und Raketenabwehr zuständig ist. Passiv elektronisch gesteuert und kann extrem weitreichend Ziele erkennen. Dankeschön. Jetzt sieht man es auch ganz gut in der Silhouette. Ja, ich glaube, das kann sich auch drehen. Das haben die jetzt wahrscheinlich abgeschaltet. Ich habe auch gelesen, dass dass der Typ der Fregatte, also die Basis, dass die wohl geteilt ist mit Deutschland. Also dass einige deutsche Fregatten ähnlicher Bautyp sind. Sagt man das so? Bautyp oder Bauklasse? Das sah aber schon so aus, als ob die viel alleine gemacht haben bei der Drehung. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass die Schlepper da extrem geholfen haben. Ach, die Fregatte Hessen ist das, die baugleich ist, zumindest von der Basis. Ich denke mal, im Detail wird es da dann schon einige Unterschiede geben. Das ist nicht zu weit weg. Ja, mit dem Ding, ja, auch mit der auch nicht. Also von daher, es ist nur alles matschig. Ne? Ja, ist viel Luft dazwischen, ne? Graue Fregatte vor grauem Hintergrund. Ja. Grauer Adler auf grauem Grund, ja, das stimmt. Ich habe ja auch bei uns im Archiv geguckt, wann war die jeweils das letzte Mal da und als du da mal mit Philippinen war Sonnenschein. Das war 4 Jahre her. war auch
vollkommen hin. Ja. Typisch Norddeutsch halt. Ja, das Problem ist ja immer, wenn du wieder von der Seite bringst, Ja. wollte das immer nicht so. Aber dann kriegen wir sie gleich nochmal in schönem Licht vor der Also Elbphilharmonie. wenn Sie noch ein bisschen näher hier rankommen könnte, weil dann haben wir das. Ja, ruf doch mal an. Hier, wir haben. Ich habe nicht den heißen Draht, der ist abgekühlt. Ja. Ja? Ach, Ach, guck mal, Sebastian Kolzer hat es nochmal rausgefunden. Diese Schiffsklasse, diese Fregattenklasse wurde insgesamt von 3 Nationen entwickelt. Deutschland, Niederlande und Spanien. Aber schön für uns, dass sie sich Zeit lassen. Und gleich beim Anlegen kriegt Schwester Hansen auch ihre Männer in Uniform. was transportiert er denn da an Rohr? Was haben die denn da geladen? Sieht aus wie so eine Art Dalben. Der will das Bild jetzt crashen, oder? Ja, der will, das ist der Richard Krishnan. Ja, ja, der möchte gerne jetzt in den Vordergrund. Bitte einmal vorne die. Mal einen scharfen Schuss in die. Also, wir warten alle darauf, die Fregatte vor der Elbphilharmonie zu bekommen. Ja, aber es könnte sein, dass der kleine Schuhverband da gleich weg ist.
Ja, wenn sie so dicht an der Elbphilharmonie ist, sieht sie natürlich verhältnismäßig klein aus. Ja, die winken natürlich jetzt in die andere Richtung. Boah, das ist auch ein cooles Bild, oder? Ja, gut. Okay. Aber jetzt kann man doch auf der Brücke durchgucken, oder?
Ja, und dann legen Sie sie jetzt schön vor die Cap San Diego. Tschüss. Zack, Leine geht rüber. Position erreicht. Richtig Entenattacke hier. Junge, Junge. Aber ich kann nichts sehen von den Festmachern. Ja, sie hat so in etwa die Dimension von der Cap San Diego, würde ich sagen. Wirklich beeindruckend, muss ich schon sagen. Ah, da stehen auch einige direkt an der Überseebrücke zum Fotografieren. Oh, Schwester Hansen ist da. Hänschen, die gucken leider alle in die falsche Richtung hier, die Soldaten.
Was ist das denn für ein Gehupe? Es kommt von hinten. Ganz komisch. Kann ich gar nicht zuordnen, wo das gerade hingehört. So, ich muss aber noch mal dringend hier ein paar Dankeschön loswerden. Mensch, Mensch, Mensch. Steinkreuz 87. Ich danke dir für 9 Monate auf Twitch. Christine ist 13 Monate dabei. Mein toller Standort heute. Ja, ist mal eine Abwechslung, oder? Dann haben wir das Rapsgirl seit 6 Monaten dabei. Herzlichen Dank auch an dich. Hansi nochmal mit 2,49 für leckere Fischstäbchen. Dr. Med Rasen, 5 Monate bei Twitch. Danke für deinen Sub. Kai Uwe seit 4 Monaten mit dem Prime Sub. Cypress Günni 5 Monate mit dem Prime Sub. Anna Wutzi ist neu dabei mit dem Sub auf Twitch. Und The Doku 402 ist auch mit dem Prime Sub neu dabei. Ganz, ganz lieben Dank. Dirk Kochanski seit 3 Monaten. Big Panda feiert 18 Monate. Der Hornochse ist 8 Monate dabei auf Twitch. Smasher D183 jetzt 6 Monate. Dann haben wir den DC3-Pilot mit 5,99. Und Wasserburg ist da. Danny lässt 2 Euro da. Herzlichen Dank. Grüße auch an Anja. Svenny75 ist seit 20 Monaten dabei. Mensch, Svenny, 20 Monate. Was eine Zahl. Und Kirsten aber auch schon 14 Monate. Ganz, ganz dickes Dankeschön, ihr Lieben. Na, das neue Lotsenboot war wahrscheinlich heute auch mehr Begleitboot für Kameraleute. Ich bin ja immer etwas unsicher, ob ich neidisch sein soll und auch lieber auf dem Boot wäre oder ob es tatsächlich etwas besser ist, das Ganze so zu beobachten von außen, weil man dann ein bisschen mehr den Überblick hat. Die 95 hat fertig. Schauen, was die 96 hinten treibt. Die sind aber auch schon ganz nah rangefahren. Sieht auch so aus, als ob sie da die Schleppleine schon losmachen wollen. Der Decksmann steht da. Ich glaube, der wartet auch nur darauf, dass sie die Leine rüberschmeißen. Es soll auch wieder windiger werden heute Abend. Finde ich gar nicht gut. Ja, heute Abend Aida Perla soll rausgehen. Ich warte noch auf Abfahrtsinfos, auf verlässliche. Also erste Infos habe ich, aber ich sag mal lieber noch keine Zeit. Ach guck, da werden auch die Vorleinen jetzt festgemacht. Wahrscheinlich haben sie mit den Springs angefangen.
Ja, aber das waren doch schöne Bilder, oder? Was meint ihr? Also ich finde, das hat sich echt gelohnt, hierher zu gehen. Also fand ich echt toll. Hier die Vorbeifahrt, Elbphilharmonie, dieses diffuse Sonnenlicht. Irgendwie passt das alles ganz gut. Okay, Schiff ist halt so ein bisschen grau in grau. Aber ich denke, den ein oder anderen Freund von Militärschiffen haben wir auch damit glücklich gemacht. Heiko, danke dir für 5 Monate auf der Speicherstadt. Und Svenny verschenkt noch eine Mitgliedschaft. Svenny, Dankeschön. Andreas Brandt, jetzt Fischmarkt-Mitglied und sagt, Pilot 3 hat einen interessanten Bug. Habe ich jetzt, habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet, aber absolut. Und da ist auch die 96 los. Und der Sven schickt 5 Euro mit Grüßen aus Fuhlsbüttel. Herzlichen Dank, Sven. Liebe Grüße zurück. Job done. Jetzt können wir ja noch darauf warten, dass die Festmacher gleich abdüsen. Da wird nämlich am Heck noch gewerkelt mit Leinen. Ach, guck mal, hier ist auch ganz interessant. Ne? Da sind ja diese Dalben, die direkt an der Überseebrücke sind. Und da ist jetzt ein Festmacher hochgeklettert. Da braucht er auch das Boot für. Ich glaube, von Land kommst du da nicht drüber. Da ist glaube ich, so 1 Meter Platz zwischen. Ja, und diese Leinen dann mit Muskelkraft da hoch zu hieven, das ist, glaube ich, nicht ganz ohne. Warum ist die Polizei noch da? Die warten wahrscheinlich, bis das Schiff wirklich komplett fest ist. Thea, die bleiben bis, heute ist Mittwoch, Donnerstag, bleiben die bis Freitag? Also auf jeden Fall ist am Donnerstag, also morgen, ist auf jeden Fall Open Ship von 13 bis 16 Uhr. Wann ganz genau Abfahrt ist, kann ich dir nicht sagen. Ich meine, es wäre Freitag oder Samstag.
An Deck scheinen sie auch schon die Gangway klar zu machen. Schade, was jetzt noch cool wäre, wäre ein Autotransporter, der rausgeht oder reinkommt. Das wäre jetzt cool. Ah, Abfahrt ist am Sonntag geplant. Danke. Also wer Elbphilharmonie-Fotos machen möchte, für den ist dieser Standort hier gar nicht so verkehrt. Wobei eine Hafenrundfahrt natürlich auch geht. Aber auf dem Wasser hat man immer das Problem, dass man sehr nach oben fotografieren muss. Ist auch nicht immer so ideal. Und hier kommt man halt auch übers Wasser ganz gut hin, wenn man so einen Musical-Shuttle nimmt. Wobei ich glaube, diese Musical-Shuttles sind auch wirklich nur für die Musical-Besucher. Du brauchst da, glaube ich, ein Ticket für, also ein Musical-Eintrittsticket, um damit fahren zu dürfen. Daniel, Dankeschön für 11 Monate. Und Mike schickt nochmal 2,49 für schönes Wetter ab morgen. Ja, also die letzten Wochen waren ja wettermäßig echt richtig, richtig gut. Ne? Da können wir uns wirklich nicht beschweren. Wir hatten eigentlich nur den einen Sonntag, wo wir die Fleetfahrt gemacht haben. Aber ansonsten war das alles sehr, sehr regenfrei. Ja, da werden noch ein paar Leinen sortiert. Von links kommt noch ein Schlepper. Kein Fairplay, ein Boluda. Sagt mir doch, dass der jetzt zu einem Autotransporter möchte. Wobei, wenn der jetzt erst dahin fährt.
Manfred möchte wissen, ob die Fregatte immer mit scharfer Munition bestückt ist. Also ich bin mir ganz sicher, dass die scharfe Munition an Bord haben. Ob die Geschütze jetzt auch wirklich bestückt und geladen sind, das weiß ich nicht. Aber ich denke schon, dass die auf jeden Fall was an Bord haben. Oder? Was sagen die Fachleute? Also vom Lotsen kommt übrigens gerade die Info rein, dass die AIDA um 17 Uhr rausgeht. Also zumindest hat sie für 17 Uhr den Lotsen bestellt. Dann sieht das aktuell mal planmäßig aus. Ich finde, der hat auch einen geilen Platz da, der Festmacher. Oder? Also ich kenne mich da ja nicht aus, aber meine Vermutung ist, dass die ganze Munition, dass die ganz speziell irgendwo gelagert wird, dass sie da entsprechende Behältnisse, Lagervorrichtungen, spezielle Räume für haben. Ich gehe aber mal davon aus, dass die auch innerhalb von kürzester Zeit in der Lage sind, ihre Geschütze einsatzbereit zu machen. Ich meine, muss man halt auch mal sagen, dafür oder für diesen Einsatzzweck sind solche Schiffe gebaut und die werden dann wahrscheinlich so gebaut, dass also wirklich auch die ganze Munition rucki zucki in den Rohren ist. So, was machen denn unsere Festmacher? Leinen hängen noch ein bisschen durch. Ach, guck mal, ist das nicht ein tolles Bild? Das muss ich auch mal kurz zu einem Foto machen. Also Niklas meint, ist immer alles geladen und selbst Raketen stehen immer in den Abschussrampen. Okay, dann lag ich da falsch mit meiner Vermutung. Danke dir für die Info. Also ich würde gerne noch die Festmacher verabschieden. Das wäre, glaube ich, ein sehr schöner Abschluss dieses Streams. Und ich gehe auch mal davon aus, dass das nicht mehr so lange dauert. Ah, guck, da springen schon welche an Bord. Waren die nicht mit 2 Booten da? Das andere kommt da wahrscheinlich nicht mehr raus. Oder es liegt ganz vorne. Das weiß ich jetzt gar nicht. Aber es sieht so aus, als ob die gleich fertig sind. Das wäre auf jeden Fall ein sehr schöner Abschluss. Dann haben wir eigentlich alles dabei gehabt.
Also ganz tight ist das alles noch nicht. Nee, das waren am Anfang 2 Festmacherboote, aber ich habe nicht darauf geachtet, wo das zweite geblieben ist. Ob die schon irgendwann weggefahren sind, als die Fregatte kam. Das kann sein, dass die schon abgehauen sind, als die Fregatte gedreht wurde. Da habe ich nicht drauf geachtet, aber es kamen am Anfang auf jeden Fall 2. Okay, auf dem Wesselfinder ist nur noch der eine zu sehen, das eine Festmacherboot. Ja, dann ist der bestimmt, als sie gedreht haben, ist der bestimmt abgehauen. Wahrscheinlich können die auch alle mit einem Boot zurückfahren. Kann natürlich auch sein, dass die gleich erstmal zum Essen gehen. Worauf warten? Ach, die warten hier, guck mal, auf die Kollegen. Die waren wahrscheinlich vorne noch zugange. Da kommt jetzt noch jemand. Haben wir, oder habe ich natürlich nicht gesehen hier. Polizei haut auch ab. Klappen den Mast ein. Die wollen da in den Reihersteg. Wahrscheinlich müssen die noch unter irgendeiner Brücke durch gleich. Und da geht es auch los für die Bootsleute. Mooring Tag 2 legt ab. Hat mir richtig gut gefallen. Also war eine richtig schöne Geschichte hier mit der Fregatte. Ja, Leute, und da, guck, was habe ich gesagt? Kann das sein, dass der kein AIS hat, der zweite? Dass ihr den deshalb nicht gesehen habt? Ich wusste doch, dass da 2 sind.
Und da haben wir auch nochmal das neue Lotsenboot Hamburg Pilot 3. Jo. Ja, ihr Lieben, Mensch, ich fand, das war eine runde Nummer. Also mir hat das bildtechnisch richtig gut gefallen. Die Fregatte hier, wie sie vor der Elbphilharmonie vorbeigefahren ist, ein bisschen angestrahlt vom Sonnenlicht, dann gedreht hat, da hinten vor dem Oswald-Kai oder auch dem neuen Cruise Gate. Also ich fand das echt richtig klasse, hat sich absolut gelohnt, hier rüber zu fahren. Wetter hat super mitgespielt und ihr habt natürlich auch wieder mitgespielt. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Dankeschön auch wieder für eure Unterstützung, für den Kanal. Und nachher soll es weitergehen. Also gerade eben habe ich eine E-Mail bekommen oder eine WhatsApp bekommen, dass die AIDA für 17 Uhr den Lotsen bestellt hat. Das ist eigentlich immer so, also ich sag mal so 80-90% passt da eigentlich immer ganz gut. Gibt natürlich immer noch eine Chance, dass da irgendwas schief geht und es sich noch mal kurzfristig verschiebt, aber aktuell sieht das eigentlich ganz gut aus. Und dann ja, sehen wir uns nachher wieder. Ich denke mal, dass wir dann irgendwie so um 16:30, 16:45 circa starten werden mit dem Stream von der AIDA Perla. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!